Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe heute wieder einen Wiederholungstäter, ich meine natürlich Wiederholungsgast bei mir. Und zwar diesmal Elmar Jürgens. Mit ihm habe ich über das Thema Konferenzen gesprochen und wie man ein gut qualitatives Programm für Software-Test-Konferenzen zusammenstellt. Mit unserem Hintergrund als Sprecher auf verschiedensten Konferenzen in den letzten Jahren und auch Teil von Programmkomitees bzw. auch als Program Chair für eine Konferenz haben wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ganz speziell geht es um die diesjährige Eurostar in Oslo. Vielleicht hast ja auch du Lust, nach dieser Folge mal bei einem Call for Paper mitzumachen und die Bühnen der Software-Test-Konferenzen zu besteigen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Elmar, schön, dass du da bist. Richie, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, zum zweiten Mal bei mir im Podcast, ne? Also du warst ja einer der ersten Gäste. Ich glaube, bei der ersten OOP, wo ich war, da hatten wir eine Aufnahme gemacht, ne? Ja, wir sehen uns ja häufig auf deutschsprachigen Konferenzen, auf der OOP. Wir haben uns auf dem QS-Tag letztes Jahr getroffen. Wir treffen uns dieses Jahr noch auf der OOP nächste Woche, auf dem Swift Testing Day und auf dem Software Quality Days. Und trotzdem sprechen wir heute nicht über diese Konferenzen, die wir ja sehr schätzen, wo wir auch manchmal in der Organisation beteiligt sind, sondern über die Eurostar. Genau. Das ist auch ganz lustig, weil wir hier einen deutschen Podcast haben und über die Eurostar sprechen, die ja Englisch ist. Ja, und nicht nur Englisch, sondern auch jedes Jahr in einem anderen Land. Ja. Ich glaube, also das ist ja auch, also wir haben ja auch ein bisschen überlegt, wie wir das gestalten und ich finde das immer ganz schön, auch immer dieses ganze Thema der Konferenzen mal so ein bisschen aus dieser Metasicht oder aus der Orga-Sicht zu sehen, auch mal unter die Frage zu stellen, was macht denn eigentlich eine gute Konferenz aus? Wie kriegt man denn da eigentlich ein gutes Programm zusammen? Genau. Und natürlich ist die platte Antwort, indem man die besten Vorträge hat. Aber das ist ja genauso, wie wenn man fragt, wie kriegt man eine gute Software mit möglichst wenig Fehlern, wenn man sagt, indem man die beste Software hat. Und als Tester interessiert uns ja trotzdem, wie ist denn der Prozess dahinter? Also wie geht man in der Entwicklung und vor allem um in der Metapher zu bleiben, in der Qualitätssicherung vor, damit plausibel ein wirklich gutes Endprodukt rauskommt. Und deswegen dachten wir sprechen heute mal darüber, wie ein Programm von Konferenzen zustande kommt und wie sich die Eurostar von den anderen Konferenzen, in denen ich glaube, dir geht's ganz ähnlich, bisher beteiligt war, sich davon unterscheidet. Da muss man vielleicht auch sagen, warum wir gerade über die Eurostars sprechen können. Weil du hast ja die Möglichkeit dieses Jahr, du bist der Program Chair, also du bist ja der Godfather of Program sozusagen für diese Konferenz. Und bist ja, als das letztes Jahr entschieden wurde, da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, hast du ja danach im Sommer dann irgendwann mal bei mir angerufen und durchgerufen, ob ich nicht Lust hätte, ins Programmkomitee zu kommen. Und das finde ich natürlich auch sehr einfach. Aber vielleicht, das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Was Program Chair, Programmkomitee, was ist denn das alles so? Wie würdest denn du das beschreiben? Program Chair ist fürs Programm verantwortlich. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht so ein Home-Order-Television-Vibe hier erzeugen, wo wir beide sagen, ist ganz hervorragend, was wir hier zusammengeschustert haben. Sondern Program Chair ist fürs Programm verantwortlich. Das heißt, ich durfte mir 4 Personen aussuchen, mit denen ich das Programm zusammenstelle. Da bin ich dir heute noch dankbar, dass du dazu gestimmt hast, Richie. Und unsere primäre Aufgabe ist, ein Filter zu sein zwischen den ganzen Einreichungen, die reinkommen, und dem, was tatsächlich aufs Programm kommt. Und darin unterscheidet sich die Eurostar wenig bis gar nicht von anderen Konferenzen. Natürlich gibt es Unterschiede, ob man immer das gleiche Programmkomitee hat oder ob man wechselt, wie groß das Programmkomitee ist. Aber der entscheidende Teil ist nicht, dass die Eurostar da ein bisschen andere Spielregeln hat als andere Konferenzen, sondern wie der Auswahlprozess abläuft. Darfst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie bist denn du Program Chair geworden? Also ich bin gefragt worden.
Also so simpel. Das ist nicht, wo man sich drauf bewirbt, sondern wo die jedes Jahr wen anders suchen, von dem sie den Eindruck haben, dass er da Lust drauf hat und ein Programm macht, was danach Anklang findet. Und da freue ich mich natürlich, aber weiß ich nicht, was die konkreten Kriterien dahinter waren. Aber für mich ist natürlich sehr spannend, da mal die Haube aufmachen zu können und hinter die Kulissen zu gucken, wie eine so große, Eurostar ist ja eine der größten, wenn nicht die größte internationale Testkonferenz der Art organisiert wird. Ja, das ist natürlich schon, ich finde es ja auch selber auch quasi, du mich gefragt hast, eine große Ehre, weil ich meine, Eurostar im Programmkomitee zu sein, das ist jetzt nicht sowas, was man so jeden Tag die Möglichkeit hat. Und das fand ich jetzt auch sehr spannende Zeit, seitdem wir da zusammenwirken. Ne? Ja, es war spannend und es war auch viel zu tun. Ich glaube, da ging es uns beiden ähnlich. Wir haben völlig unterschätzt, wie viel Arbeit es ist, weil wir völlig unterschätzt haben, wie viele Einreichungen kommen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, der die Eurostar von allen anderen Testkonferenzen unterscheidet und der auch aus einer Qualitätssicht interessant ist. Weil die Akzeptanzquote, also wie viele der Einreichungen es tatsächlich ins Programm schaffen, ist schon substanziell anders zwischen der Eurostar und anderen Konferenzen. Wir haben gut 50 Slots im Programm über die 3 Tage in den parallelen Tracks, in den vielen Sessions. Wir hatten 527 vollständige, gültige Einreichungen, die in den Review-Prozess gekommen sind. Da sind die schon abgezogen, die desk rejected wurden, weil sie unvollständig waren oder offensichtlich Quatsch oder so, sondern 527. Das heißt, wir haben eine unter 10% Akzeptanzrate. Was heißt, dass von den 527 Einreichungen, wir sind ja 5 im Programmkomitee, jeder von uns hat sich gut 100 Stück angeschaut. Und dann gab es noch mindestens 2 weitere Reviewer, die sich die alle angeschaut haben, sodass jeder Beitrag 3 Bewertungen hat, mindestens. Und dann haben wir durch diese 527 durchgeschaut, was ist qualitativ am hochwertigsten und was gibt ein balanciertes Programm. Ich finde, das ist ja auch, muss man einmal sich auch vorstellen, wenn wir das jetzt nur zu 5 gemacht hätten, das wäre natürlich viel zu viel gewesen. Also die Arbeit der Reviewer, die ja schon auch die ganze Zeit da auch mitgewirkt haben, die quasi die setzen sich ja zusammen aus quasi der Community, die immer wieder da ist, die selber auch schon gesprochen haben, die also auch Erfahrung haben, die in den Themen drinnen sind und die sich dann ebenso ehrenamtlich dann da hinsetzen und diese Dinge dann durchlesen, anschauen, evaluieren und bewerten. Ne? Ja, ganz genau. Und ja. Und was ich jetzt spannend fand, wenn man die nicht erbauliche Nachricht kriegt, dass der Vortrag nicht im Programm ist, dann hat man die Möglichkeit nachzufragen, warum. Und diese ganzen Anschriften habe ich bekommen und jetzt nochmal 70 Anfragen dahingehend beantwortet über die letzten Monate, dass ich mir nochmal die Einreichung angeschaut habe, das Pitch-Video, was dazu kam, alle Review-Kommentare dazu durchgelesen habe, und dann nochmal überlegt, was kann man für ein Feedback geben, konstruktiv, um in der nächsten Runde oder bei anderen Konferenzen die Annahmechance zu erhöhen. Und ehrlich gesagt ging es mir bei den meisten, die ich da angeschaut habe, so, dass ich den Eindruck hatte, auf jede andere Konferenz wäre der Beitrag reingekommen, weil es ein sehr guter Beitrag ist und nur deswegen nicht drin ist, weil es einen anderen gab, der noch ein kleines bisschen besser war und thematisch sehr ähnlich, sodass wir gesagt haben, wir können nur einen von beiden ins Programm nehmen, weil wir zu wenig Slots für zu viele gute Vorträge haben. Also das ist auch die Erkenntnis, die ich so aus unseren Meetings, aus unseren Abstimmrunden im Programmkomitee mit rauskomme, dass wir ja oft diskutiert haben, da ging es ums Mühe. Ne? Also das war schon echt, also man hätte auch gut nochmal eine Woche Programm gut staffen können mit dem ganzen Content, mit diesen tollen Einreichungen, die da waren. Ne? Und das war schon manchmal echt auch nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ne? Ja, was ja auch daran liegt, dass wir im Programmkomitee ganz bewusst einen sehr unterschiedlichen beruflichen Werdegang und Hintergrund haben und aus verschiedenen Perspektiven draufschauen. Und deswegen manches, was einen von uns nicht so angesprochen hat, wen anders aus einem sehr plausiblen Grund sehr stark angesprochen hat und wir dann, fand ich, sehr interessante Diskussionen hatten, was wir jetzt reinnehmen ins Programm und was eine gute Ergänzung ist und was vielleicht nochmal eine Perspektive bringt, die wir sonst nicht hatten. Ich finde, das ist, also wenn ich jetzt auch aus Speaker-Sicht drauf schaue, das ist ja auch eine totale Wertschätzung, finde ich, für meine Einreichung. Wenn ich weiß, okay, ich werde schon abgelehnt, dann bin ich natürlich frustriert, das bin ich heute auch noch, ne? Gerade auch wieder eine Ablehnung von einer Konferenz bekommen, wo ich gedacht habe,
Da wäre ich so gern dabei gewesen. Und dann muss man halt wieder aufstehen, Krönchen richten, aber dann auch ein Feedback zu bekommen, woran ist es denn eigentlich gelegen? Na, das brauchen wir ja auch als Speaker, damit wir wissen, okay, was können wir das nächste Mal einfach auch besser tun und wo können wir vielleicht nochmal eine Nuance anders setzen, mehr Praxis reinbringen oder die Beispiele anders darstellen oder einfach nur das Wording ändern. Manchmal liegt es ja auch einfach daran. Ne? Ja, und genau das Gefühl, was du gerade beschreibst, dass es frustrierend ist, wenn man eine Ablehnung bekommt, was uns ja allen so geht, ist ja auch der Antrieb, warum wir das überhaupt machen. Weil für diese Eurostar bringt es uns ja als Programmekomitee oder mir als Program Chair nichts mehr, dass ich da jetzt viele Tage investiert habe, um Feedback zu geben. Aber ich fand es selber immer so krass frustrierend, wenn man nur die Ablehnung kriegt und dann fragt, gibt es irgendwelches konstruktives Feedback und dann kommt entweder gar nichts oder nein. Ja, ja, genau. Das ist also, und wie du sagst, ne, dadurch, dass wir ja 520 oder was waren es da drinnen hatten, da die Auswahl zu treffen, quasi auf fast ein Zehntel runter oder so, ist ja nicht so einfach, ne? Also, Jetzt hast du ja das. Sehr froh mit dem, was rausgekommen ist. Ja, also ich finde auch, das Programm ist super geworden. Werden wir dann gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber du hast ja auch als Program Chair dass die Konferenz ja auch mit unter ein Motto gestellt. Das ist ja auch so ein bisschen deine Aufgabe gewesen, ne, dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, an dem man sich orientiert. Hol uns da mal rein. Wie bist du auf das Motto gekommen und was ist es? Und ja. Motto ist ein bisschen eine Gratwanderung, weil man auf der einen Seite Anregungen geben will, um Themen einzureichen für Sprecher. Auf der anderen Seite darf es nicht zu schmal sein, dass es zu viel ausgrenzt. Und ich habe mich an Michael Bolton orientiert, der vor ein paar Jahren Program Chair war und ein Motto hatte, was er dann mehrschichtig aufgedröselt hat. Und das Motto, für das ich mich entschieden habe und für das wir ja gemeinsam ausgewählt haben, ist Testing at its best. Und das heißt natürlich auf der einen Seite, was sind gute Testarten? Wie werden wir im Testen besser? Aber natürlich auf der anderen Seite auch, woher wissen wir es eigentlich? Also was ist der beste explorative Testansatz? Was ist der beste Testautomatisierungsansatz für UI-Test? Was ist der beste Ansatz für Unit-Test? Was ist der beste Ansatz für API-Tests? Wenn wir AI einsetzen, was ist da ein gutes Vorgehen? Und immer auf der Metaebene, woran machen wir es eigentlich fest? Warum wissen wir, dass wir gut sind im Testen oder nicht? Und auch was für Analysentechniken gibt es, die uns sagen, wie gut wir mit unseren verschiedenen Qualitätssicherungsansätzen dastehen und wo wir noch Lücken haben. Ja, ein tolles Motto und ich glaube gerade in der heutigen Zeit auch echt wichtig zu schauen, okay, weil wir wissen, wir könnten ja alles machen, ne, aber wo sind wirklich die Peaks, die Leuchttürme, die wir auch ansteuern können und die wir auch umsetzen können. Ne? Du hast jetzt gerade KI angesprochen und da denke ich so bei Einreichungen auch immer gleich an KI-generierte Abstracts und sowas. Wie ist denn da so, wenn du diese Einreichungslandschaft der 520 anschaut, wie geht man heute damit um? Weil das ist natürlich schon, ja, sagen wir, herausfordernd auch. Ja, wichtiger Punkt. Ich hatte mich ja bei der letzten Eurostar, als ich eine Ansprache halten durfte für die Einreichung für die kommende Eurostar, auf die Bühne gestellt und gesagt, bitte nicht ein völlig AI-generiertes Abstract einreichen. Weil ein exzellenter Vortrag zeichnet sich dadurch aus, dass man über Dinge spricht, die man selber mal gemacht hat, über eigene Arbeitserfahrung, über eigene Misserfolge, über eigene Erfolge, weil man da der weltbeste Experte für ist und nicht nur eine Menge Material hat, was man gut aufbereiten kann, sondern auch für Fragen sehr authentisch antworten kann. Und AI kann ganz viel, aber es weiß halt nicht, was du, Richie, an der Arbeit gemacht hast oder was ich gemacht habe oder was jede Sprecherin und Sprecher gemacht hat und was sie besonders auszeichnet. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man einen Abstract geschrieben hat, einen Chatbot zu verwenden, um das grammatikalisch zu verbessern, das sprachlich zu verbessern. Gerade wenn man wie wir nicht Native Speaker ist für was Englisches, finde ich das immer hilfreich zu sehen, was schlägt mir ChatGPT, was schlägt mir Gemini, was schlägt mir Claude vor, was ich ändern könnte auf nur einzelnen Wort- oder Satzlevel. Aber dann schaue ich mir jeden einzelnen Änderungsvorschlag an, ob der noch meine Stimme hat, ob der wirklich den Satz einfacher macht. Und wenn es mir gleich so eingefallen wäre, hätte ich so gemacht. Oder ob ich den Eindruck hatte, das verfälscht. Aber es geht nicht darum, das Ganze zu generieren.
Und ich habe mir oft den Spaß gemacht, wenn ich einen Abstract 3-mal gelesen habe und immer noch nicht wusste, um was es da eigentlich geht, was ist das Problem, was ist der Beitrag, was macht die Sprecherin oder den Sprecher besonders geeignet, um das vorzutragen, den ganzen Text in so eine Seite zu pasten, die einem überprüft, ob das wahrscheinlich AI generiert ist oder nicht. Und die so Slop waren, wo unklar war, was die eigentlich wollen, die waren immer zu 100% generiert, jedenfalls laut dieser Tools. Ja, das ist so wie vieles, ne? Es klingt dann super, ne? Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, immer so, eigentlich ist nichts drin. Und man liest es auch mit der Zeit ein bisschen raus. Und ich denke, auch wenn man versucht ja trotzdem offen daran zu gehen, aber wenn ich schon merke, es ist alles KI generiert, dann habe ich auch, fehlt mir persönlich auch schon ein bisschen die Lust, mich intensiver damit auseinanderzusetzen, weil warum soll ich jetzt meine manuelle Zeit da reinstecken, wenn der andere das so gar nicht gemacht hat, ne? Das ist so ein bisschen innerer Kampf auch, ne? Ja, wobei mein Problem ist gar nicht, ob die AI generiert sind oder nicht, sondern mein Problem ist, die sind schlecht. Also wir lehnen die nicht ab, weil die AI generiert sind, sondern wir lehnen die ab, weil die schlecht sind. Weil unklar ist, um was es geht. Und die sind auch ein sehr schlechter Prädiktor dafür, ob die Person, die das generieren hat lassen, einen guten Vortrag hält oder nicht. Ja. Mhm. Ja, also das ist echt ein herausforderndes Thema, auch gerade, glaube ich, bei Konferenzen da auch daraus, dass das noch in der ganzen Programmgestaltung auch mit zu betrachten. Jetzt das sollten wir vielleicht an der Stelle auch noch dazu sagen. Bei der Eurostar war es deswegen verpflichtend, einen Videolink anzugeben. Der durfte mit dem Handy direkt selber geschossen sein, 30 Sekunden, völlig ausreichend. Aber es musste man machen, damit man eben, um etwas die Bar höher zu haben, dass man nicht einfach drauf losballert und nur generiertes Zeug einreicht. Ja, und man bekommt dann auch wirklich einen guten Eindruck auch, wie agiert jemand, wenn er spricht. Also ist das quasi plausibel auch alles, auch in dem ganzen Setting. Also das fand ich auch total hilfreich bei der Bewertung und bei dem Review auch, ne? Ja. Jetzt ist ja auch ein großer Aspekt, auch gerade bei der Eurostar, ist ja das Thema der Keynotes. Auch da habe ich ja noch in Erinnerung, du hast ja auch mit einer gewissen Strategie und mit einem gewissen Muster versucht, da was Gutes auch auszuwählen und zu gestalten. Was denn? Greife ich auch gerne nochmal auf. Und zwar habe ich mich von der gleichen Überzeugung leiten lassen, dass die eigene Berufserfahrung die beste Voraussetzung ist, eine interessante Keynote zu halten. Und ich finde, ganz besonders interessante Keynotes halten Personen, die einen außergewöhnlichen Werdegang hatten und dabei Sachen erlebt haben, die interessant sind für unsere Community und die sonst noch nicht so oft erzählt wurden. Und ich bin sehr froh, dass die beiden, die ich gefragt habe, unmittelbar zugesagt haben. Ich möchte einfach mal 2 hier erwähnen, dass wir nicht durchs ganze Programm gehen. Der erste ist der Wolfgang Platz, der Gründer von Tricentis, der damals Tosca als Testautomatisierungslösung innerhalb der Allianz mitentwickelt hat, dann ausgegründet hat aus der Allianz und dann zu einem internationalen, großen, starken Unternehmen aufgebaut hat und da über mehrere Jahrzehnte ganz vorne dabei war, um zu sehen, wie verändert sich Testen, wie verändert sich Testautomatisierung, wie ist es in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Organisationen, in verschiedenen Domänen. Und da bin ich sehr gespannt, was er da über 3 Jahrzehnte bei Tricentis mit den verschiedenen Werkzeugen von Tricentis erzählen wird. Und der zweite, Michael Kutz, hat ganz unterschiedliche Rollen durchlebt. Alle im gleichen Konzern, aber hat in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Positionen gearbeitet, war in den unterschiedlichsten Teams, immer mit dem Fokus auf Softwarequalität und hat sich dafür interessiert, warum haben manche Teams sehr gut funktioniert und andere nicht? Und was sind die Faktoren, die dabei entscheidend waren? Und auch da ist natürlich auch wieder spannend, dass man aus einer Qualitätsbrille nicht nur auf Software guckt, sondern auch aufs Team. Bin ich sehr gespannt, was er in seiner Keynote dazu erzählt. Ja, also das ist schon, glaube ich, gerade bei beiden auch, da ist einfach ein Erfahrungsschatz da, ne? Also die sind ja per se nicht nur Sprecher, dass sie einfach auf Konferenz geht, sondern da ist einfach auch ganz viel Background da, den die damit auf die Bühne bringen, wo man echt, glaube ich, auch was für sich mitnehmen kann, ja. Mhm. Ja, du hast gerade was Interessantes gesagt. Die sind nicht nur Sprecher, weil natürlich bekommen wir bei einer Konferenz wie die Eurostar oder anderen Konferenzen überproportional viel Einreichungen von Personen, die davon leben, solche Vorträge zu halten. Oder davon leben, ein Produkt
darüber mehr Sichtbarkeit zu geben. Und das können ganz, ganz hervorragende Vorträge sein, aber muss nicht. Und oft ist unterrepräsentiert die Gruppe der Sprecherinnen und Sprecher, die Anwender sind. Also die selber ein Unternehmen testen, selber eine Testabteilung leiten, selber ein Werkzeug einführen und darüber berichten. Und deswegen haben wir da viel Sorge getragen, da ein besonderes Augenmerk drauf zu haben, die stark im Programm vorkommen zu lassen. Ja, ja. Ich meine, das ist natürlich immer, also da gibt's ja solche und solche. Also um da vielleicht mal auch ein deutschsprachiges Exempel rauszunehmen, wer das wirklich exzellent kann, das ist der Elmar Jürgens. Ich weiß nicht, ob du den schon mal auf der Bühne gesehen hast, aber der schafft das ja, obwohl er ja auch ein Unternehmen im Background hat und natürlich auch interessiert ist, dass das wächst und gedeiht und Produkte verkauft, bringt er auf der Bühne Stories, Erfahrung, Geschichten, neue Insights mit, und das Produkt ist gar nicht so zu sehen. Und das finde ich, das ist einfach exzellent. Also den musst du dir mal anschauen, wenn du mal die Chance hast. Jetzt müssen wir echt unbedingt die Ecke rauskriegen aus der Home Order Television. Ja, genau. Ich habe aber tatsächlich einen Ausweg. Und zwar, wir beide dürfen ja nicht sprechen auf der Eurostar. Auch die anderen aus dem Programmkomitee dürfen nicht sprechen und auch niemand, der in den Firmen arbeitet, wo wir aus dem Programmkomitee drin sind. Also das finde ich auch eine spannende Regelung der Eurostar, damit eben genau nicht der Eindruck entsteht, wir dürfen hier uns das Programm zusammensuchen. Und deswegen stellen wir jetzt mal uns hier ganz vorne auf die Bühne oder unsere Kolleginnen und Kollegen. Und auch das ist eine Regelung, die ich von anderen Konferenzen so nicht kenne. Ja, das finde ich auch total wertvoll, dass da auch eine gewisse Stringenz da drinnen ist. Das finde ich einfach auch gut, weil dann konzentriert man sich auch darum, wirklich dann auch ein gutes Programm zusammenzustellen und nicht nur, vielleicht könnte ich noch hier oder den Kollegen dann irgendwie unterbringen. Ja, was natürlich tough ist für sehr große Firmen, weil dann die ganze Firma für das Jahr raus ist. Aber so sind halt die Regeln. Genau. Und es funktioniert ja, Wenn du so aufs Programm schaust, hast du so ein paar Highlights, wo du sagst, da freust du dich schon drauf, auch selber als Teilnehmer reinzugucken? Ich gebe jetzt erst eine diplomatische Antwort und dann eine direkte Antwort. Natürlich freue ich mich auf alle der Vorträge und auf natürlich die ich selber gereviewt habe und wo ich mich stark für eingesetzt habe, dass die reinkommen, ganz besonders. Aber das ist natürlich eine Antwort, die im Podcast langweilig ist. Deswegen gebe ich jetzt noch mal ein paar konkrete Antworten. Und zwar, ich freue mich auf den Vortrag von Florian Wartenberg von Vestas. Das heißt Closing the Loop using Field Data as a Quality Metric. Weil Florian bei einer Firma arbeitet, die Windturbinen herstellt. Und wenn da ein Fehler drin ist, das direkt Geld kostet, weil die Turbine dann weniger Strom herstellt. Und er im Vortrag darüber spricht, wie sie Fehlerdaten aus dem Feld nutzen, um ihre Test- und Qualitätssicherungsanstrengungen zu verbessern. Mhm. Sehr cool, ja. Und ich ziehe noch mal einen zweiten Vortrag hoch vom Oliver Held, Exploratory Testing for Massively Multiplayer Online Games, weil es eine ganz andere Domäne ist. Ja. Und weil ich den Oliver auch hier von Konferenzen wie den German Testing Day, über die wir vorhin schon gesprochen haben, als Sprecher kenne und mich jetzt sehr freue, und auch auf der Eurostar schon ein paar Mal getroffen hatte und sehr freue, ihn da jetzt zu hören. Und es natürlich mit Computerspielen einen ganz anderen Twist hat als mit Windkraftanlagen, weil da der Fehler nicht dazu führt, dass irgendeine Maschine, die irgendwo an der Stelle steht, wo hoffentlich viel Wind weht, stehen bleibt, sondern uns vielleicht Spiele abspringen, was trotzdem einen finanziellen Schaden hat, aber natürlich sich auf eine ganz andere Art auswirkt oder vielleicht berechnen lässt. Wenn ich dir die Frage zurückstelle, wie geht's dir? Auf was freust du dich besonders? Also du hast mir jetzt hast du mir schon aus der Tasche gezogen, nämlich den Oliver hatte ich auch drin. Weil ich bin natürlich auch ein Spielkind, ich mag gerne spielen und ich mag keine Bugs in Spielen und Oliver war auch ein Podcast-Gast der ersten Stunde, ich glaube Nummer 5 oder 6 oder so und hat da über erzählt, wie diese Spiele testen, worauf man so achten muss und das finde ich einfach, wie du sagst, es ist halt irgendwie ganz was anderes. Haben andere Methodiken da zum Teil dran, die arbeiten natürlich viel mehr mit Szenarien und so. Ganz eine tolle Sache. Und das finde ich immer sehr spannend, weil es auch
hilft, also es ist ja zum einen, wenn man so Spiele ist, kann man sich das an, aber zum anderen auch zu schauen, was kann man denn davon dann wieder mitnehmen, auch in den eigenen, sagen wir mal, schnöden Testfallkatalog oder so aus so einem Computerspiel. Also, und das ist das eine, und das andere ist eher so ein, ich finde, es gibt natürlich einige Beiträge, die in Richtung KI auch gehen, wie wir das im Testen nutzen können. Und ich finde, was ich schön finde, ist, wir sind jetzt auf einem Level, wo es nicht mehr darum geht, wir müssen das nutzen und wir müssen aufpassen und wir brauchen Human in the Loop, sondern wirklich so konkretere Anwendungen, ne? Zum einen, und zum anderen auch wirklich, wie kriegen wir denn das jetzt integriert mit Mensch und KI in Dings, und worauf kommt es an? Also da finde ich, da haben wir einige gute Vorträge drinnen von der Lavina zum Beispiel oder Art Kramer, die da einfach diesen Fokus dann nochmal drauflegen und das mal auf ein Level tiefer setzen, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das stimmt, und wir haben besonders Vorträge von Personen, die das offensichtlich schon für ein Jahr eingesetzt haben und nicht mehr sagen, das hier sind irgendwie die Probleme und das könnte klappen, muss aber nicht, sondern ganz konkret, wir haben Folgendes gemacht, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, jetzt probieren wir Folgendes aus. Und das sind die in meiner Erfahrung viel lohnenderen Vorträge. Und da habe ich den Eindruck, das ist jetzt die erste Eurostar-Ausgabe, wo das geht, weil die Werkzeuge davor alle noch zu jung waren. Ja. Also da bin ich besonders gespannt drauf. Das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen. Man muss ja die Dinge auch irgendwo ausprobieren, ne? Aber ich glaube schon, dass wir da jetzt eine gewisse Reife einfach auch für die kurze Zeit einfach erreichen und da, glaube ich, auch einen Mehrwert auch aus den Vorträgen haben. Ja. Ich habe noch ein konkretes Beispiel. Using AI to create user acceptance tests. A case study from BBC Radio. Passt hier genau rein in beides, was wir vorher erzählt haben. AI, aber Rückblick, konkreter Case, wie hat's geklappt, und wieder aus einer konkreten Domäne, nämlich von einem Radio. Auch wieder anders als Computerspiele oder Windturbinen. Genau, ja. Ja, Elmar, die Eurostar steht vor der Tür, die ist im Juni dieses Jahr in Oslo. Das Datum weißt du sicher jetzt auswendig? 15. bis 18. Juni. Sehr schön. Ich hätte es nicht genau gewusst. Ich habe zwar Flüge gebucht schon, aber wusste nicht mehr genau, wann es ist. Genau. Jetzt, wir haben jetzt viel über das Programm gesprochen, und ich meine, wir wollen natürlich ja auch für andere Konferenzen, aber auch für die Eurostar, dass da auch weiterhin gute Vorträge sind und sowas. Willst du vielleicht zum Abschluss nochmal so 1, 2, 3 Tipps geben, wenn jemand da sitzt und sagt, das würde mir auch mal gefallen, auf der Bühne zu stehen, ich hätte da vielleicht was. Wie kriegt man diese Schwelle überwunden, sich da auch zu trauen? Ich glaube, das erste Wichtige ist, nicht auf den letzten Drücker Abstract schreiben, weil das Gemeine ist, je besser man ein Thema kennt, desto schwerer fällt es einem, sich in jemand Drittes reinzuversetzen, der das nicht kennt. Das heißt, die Themen, für die man am besten prädestiniert ist, drüber zu sprechen, die man extrem gut kennt, schreibt man oft ein nicht so gutes Abstract, weil man den Abstraktionslevel nicht trifft, den jemand, der einem zuhören soll, genau hat und wo man da abholen kann. Und da hilft es wahnsinnig, das jemandem zu schicken, der das reviewt. Und da ist es nicht ungewöhnlich, es macht aber kaum jemand, kurz das Programmkomitee anzuschreiben oder den Program Chair wie in meinem Fall und sagen, ich bin Folgender, ich würde gerne über Folgendes sprechen. Passt das bei euch in die Konferenz und kann ich dir da mal einen Vorschlag schicken? Einfach ein kurzes Abstract. Ist nur selten vorgekommen, mache ich sehr gerne, weil ich ja dann auch als Organisator was davon habe, weil dann der Vorschlag besser ist. Also rechtzeitig anfangen, jemand anders um einen Review bitten, idealerweise eine Kollegin oder Kollegen, die man direkt zur Hand hat, und sonst ruhig auf die Organisatoren zugehen und über was sprechen, wo man eine persönliche Erfahrung hat und wo auch einem Reviewer aus dem eigenen Lebenslauf oder aus dem bisschen Bio, was man dazu schreibt, klar wird, da hat man eine eigene Erfahrung vorzustellen. Ja, super. Und dann einfach trauen. Ja, genau, einfach trauen. Das ist, dass man da Bammel vorhat. Und das ist ganz normal und es geht allen so. Ja, genau. Also ich habe, wenn ich so überlege, meine Anfänge, ich habe es immer dann in einem schwachen Moment einfach gemacht. Na, auch wenn ich es danach 100-mal bereut habe, warum jetzt und wieso und jetzt muss ich da wirklich, und vielleicht jetzt auch noch auf Englisch und so diese ganzen Dinge, das kommt ja dann alles, aber diese schwachen Momente bei sich auch auszunutzen und sagen, okay, ich mache es jetzt einfach, na, so, ich hau einfach mal was rein und dann schauen wir mal, was passiert. Na.
Man hat ja dann zwischen dem Zeitpunkt, wo man erfährt, man ist dabei, und der Konferenz in der Regel ein halbes Jahr, wo man das wirklich noch ausführlich vorbereiten kann. Und es ist auf jeden Fall eine gute Idee, einen Probevortrag zu halten. Und zwar erstmal sich selber, damit man merkt, hat man die Folienübergänge, kommt man vom Timing hin. Das ist alles da braucht man überhaupt kein Publikum. Und dann aber auch von einem kleinen Testpublikum, was einem da Feedback gibt. Ja, super Tipp. Ja, danke Elmar, dass du uns mal hier in die Konferenzwelt mit reingenommen hast, wie das eigentlich funktioniert. Ich glaube, das ist für viele gar nicht so präsent, was da auch zum Teil an Arbeit drin steckt, an Mühe, an Abwägungen, an Diskussionen, um da gute Programme auch für die Community aufzubauen. Wir haben viel geschwitzt im letzten halben Jahr. Und schwitzen weiter. Genau, schwitzen weiter, ein bisschen was ist noch zu tun, bis wir in Oslo sind bei der Eurostar. Davor haben wir noch ein paar andere Konferenzen, du hast sie ja schon benannt. Im deutschsprachigen Raum haben wir ja auch eine sehr hohe Dichte auch an Konferenzen, die auch alle auch gut etabliert sind. Das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Und so sehen wir beide uns ja schon wieder nächste Woche auf der OOP. Jawohl. Und die Zuhörenden im Juni vielleicht auf der Eurostar in Oslo. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Richie, dir vielen Dank und bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Mach's gut. Dankeschön.